56 Angler. So machen wir das. 28 Boote. Wenn's nicht beißt, immer in Bewegung bleiben. 11 Nationen. Unbelievable, 3 Zielfische. Guter Fisch, Kescher. Komm. Und Ja, Mann. ein Pokal. Ja. Der YPC Boat 2026 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference. Shimano, Closer to Nature, Closer to People. Und dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 6. Episode des YPC Boat 2026. Es war ein wilder Auftakt in Gruppe C, vor allem begründet durch herausfordernde Wetterbedingungen. Fische gab's aber auch zu sehen. LMAB und Stroft liegen aktuell vorn. Savage Gear und DIM sind ebenfalls gut gestartet. Shimano konnte sich bislang nur mit einem kleinen Hecht entschneidern. Noch deutlich größere Anlaufschwierigkeiten hatten aber die beiden Newcomer-Teams. Lurjungs musste durch einen Gewässerwechsel über 1 Stunde Zeitverlust hinnehmen. Eule und Robert wiederum schienen durch das Hundewetter in ihrer Spotwahl limitiert. Mal sehen, ob Team Guller für die zweite Halbzeit das richtige Rezept findet. So, nachdem wir in der letzten Folge grandios geschneidert haben, haben wir uns jetzt entschieden, dass wir an einen anderen Spot fahren, wo wir auch noch mal die Chance sehen, vielleicht Zander zu bekommen. Bisse hatten wir, aber auf dem Weg dahin werden wir natürlich die Gelegenheit nutzen, hier an der Schilfkante ein bisschen entlang zu schleppen. Und hoffen, dass uns da ein großer Hecht einsteigt. Ich werde mir dazu einen Crank an die Route knüpfen. Ich nehme mal an, der Eule wird was Ähnliches machen. Und Ja, dann was denkst du, was kommt, Alter? Danny, Junge, mit Danny fängst auch du. Danny in RU, mit dem fängst auch du. Sag, okay, da ist er. okay, here we go. So, das ist er. Schon bin ich fertig. Wir hoffen, dass wir jetzt endlich unseren ersten Fisch fangen können. Wir verfolgen auf jeden Fall den Plan, den wir zum Ende der letzten Folgen hatten. Den verfolgen wir auf jeden Fall weiter. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt mal einen Zander oder einen Barsch kriegen. Ja. Vielleicht auch einen Hecht. Ansonsten haben wir morgen noch genügend Zeit, einen großen Fisch oder überhaupt Fische zu bekommen. Ja. Wir ziehen durch. Wir haben einen Plan, den verfolgen wir auch. Und ich hoffe, dann sehen wir uns auch gleich mal mit einem Fisch wieder. Ja. Das wird schon. Hallo, willkommen zur nächsten Episode. Ich bin mit dem Fabi dabei, immer noch. Immer noch? Immer noch im Sturm, in die Welle. Wird sich auch nichts ändern, so wie es aussieht? Nee, es sieht so aus. Und jetzt, Vielleicht wird es noch schlimmer. vielleicht könnte es doch schlimmer werden. Ja. Mal sehen. Das brauchen wir jetzt. Ein größerer Zander, Hecht. Ja, nicht schlecht. Und vielleicht noch einen schöneren Barsch. Also viel Arbeit noch, ne? Viel Arbeit, aber Aber bevor wir jetzt uns ins Auto setzen, stehen wir das hier durch. Das ist ja nicht aus Zucker. Und wünsche uns viel Glück. Whip out the big guns. Shit is getting real. The baitfish were actually scared of my whitefish shed XL. Like 4 or 5 jumping away from it. It's not the right reaction we want, but it does stir up something underneath the water. And there's baitfish on the spot. Yeah, that's a good indication. So, willkommen zur zweiten Folge der YPC Boat 2026. Wir haben jetzt den Spot gewechselt. Wir sind jetzt hier am Biesbosch. Wir angeln jetzt hier so eine Spitze aus. Wir geben alles und versuchen einen richtig schönen Hecht zu fangen. Das ist unser Target heute, einen zweiten Hecht zu bekommen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mit Fisch vor der Kamera. Bis gleich. ja gut, wird immer besser. Um 4 haben sie gesagt, wird besser, gell? Um 2 eigentlich. Eins noch was ganz Wichtiges. Wenn ihr euch mal umschaut, hier diese Wellen. Bitte zieht einfach Rettungswesten an, wenn ihr seht, dass einfach Welle auf dem Wasser ist. Oder geht gar nicht erst raus. Was natürlich wahrscheinlich noch vernünftiger wäre. Aber Safety first, auch es bringt keinem, wenn einem irgendwie was passiert. Der Familie ist auch nicht geholfen und
ja, denkt einfach dran. Safety first, zieht Rettungswesten an, egal wie unangenehm oder blöd es aussieht. So, jetzt versuche ich aber noch einen Fisch zu fangen. Ganz genau, spätestens ab Windstärke 4 lässt man die Eitelkeit besser zu Hause. Apropos uneitel. Ein Team haben wir heute noch gar nicht gesehen. Ja, Fisch. Ich wollte gerade sagen, wenn du vom Kescher gehst, kann ich ihn auch catchern. Oh, wird ein Surfer. Naja, beinahe. Oh, ja, schade. Schade, den hättest du gerne noch gemessen, ne? Hätte ich. Da hätten wir ruhig mal unsere Zeit ein bisschen fürs Messen verschwenden können. Aber nee, Petri, du hast Fisch gefangen, Junge. Ganz ehrlich, da fängt die neue Folge doch so an, wie die alte aufgehört hat. Ja, und das finde ich gut. Mit Fisch oder mit Fisch. Big bird, I think. Good one? Yeah, yeah. It's not really I think I fighting see now. redfin. I don't know. It's perch, I think. It's perch. So, we have the second fish gun. Very good. Gerade eben habe ich noch im Intro gesprochen für die zweite Folge. 1 Minute später haben wir den zweiten Fisch. Das ist mal das allerwichtigste Target gewesen, dass wir 2 Fische in der Fluss-Episode haben, damit wir noch eine Fullcard schaffen können im See. Ist wieder so ein halbstarker Hecht, aber besser wie nichts. Heute wird nicht so gut gefangen, aber wenn wir hier gleich einen Fisch haben, ich hoffe, dass hier gleich noch mehr kommt. 68. So, second pike for us. Nice fish, 68 centimeters. Now let's hope we find some bigger fish. Quickly gonna release it. This one had a hard time, but it still works. Just like those flakes, when it's a bit sunny, it stands out, reflects the sunlight, and yeah, it just looks phenomenal. Während bei Savage Gear die ersten Big Baits fliegen, machen sich Eule und Robert auf den Weg zum nächsten Spot. Wie angekündigt, wird geschleppt. Wie weit bist du hinten dran? 20 Meter. 20? Ja, 15 vielleicht aber. Ist halt nicht die richtige Schlepproute, aber who cares? Den kleinen da. Der ist gut. Den kleinen da. Willst du wieder landen, tja? Also, los geht's. Also Taktik, Leute, immer noch wie in der letzten Episode. Mario fischt ja den Multi-Vibe 5.0, Größe 5.0, primär für Hecht, aber auch Zander und Barsch neben den. Und ich habe gleich 3 Routen parat. Bin hier ein bisschen flexibel. Ich habe eine mit einem 1.0er Multi-Vibe, quasi die angel ich jetzt gerade. Das ist primär auf Barsch, weil wir hatten im Training auch dicke Barsche an diesen Buhnen dran. Und dann habe ich, um gezielt auf einen großen Hecht zu gehen, hier den 23er Twister mit einer Maus kombiniert und noch eine Route, falls wir einen Fehlbiss haben oder einen Nachläufer von einem Hecht, dann habe ich hier den Real Vibe liegen, weil jetzt in der Drift angeln ist ein bisschen schwierig, dafür ist der Wind zu stark, wir driften zu schnell, um den schön gezielt zu animieren, aber wenn wir einen Nachläufer haben, ankern wir mit dem Boot und dann können wir den gezielt quasi nochmal bearbeiten und da ist dann quasi die Chance des Real Vibes da, aber ansonsten ja, angeln wir quasi zwischen den Buhnen die Krautfelder ab und versuchen primär Hechte zu fangen, wie gesagt, aber hier gibt es regelmäßig Beifang, also ist gar nicht so richtig Beifang, aber ja, auf irgendwas muss man da gezielt angeln, deswegen nehmen wir den Hecht und fangen dazu hoffentlich Zander und Barsch nebenbei. Das machen wir jetzt, wir haben noch ein paar Buhnen, die Drift ist auch gut. Das Gute ist, muss man sagen, heute die Strömung bremst uns ein bisschen. Deswegen kann man eigentlich echt recht angenehm angeln. Trotzdem extrem starken Wind. Und ja, ich würde sagen, ich habe genug gequatscht, genug gelabert. Ihr wollt Fische sehen und die versuchen wir jetzt zu präsentieren. Tief ist es hier nicht, ne? Nee, das geht erst da irgendwo ein Stückchen weiter auf 3-4 Meter runter.
Hier so, oder? Ja. Ja, man sieht hier so ein paar Maybes auf dem Side-Scan, Side-Image. Weil da war wirklich gar nichts. Fisch! Nichts. Echt? Ja. Was für eine scheiß Action mit dem Wind. Oh je, komm. Das war wohl der Stress. Ah, mit dem Shashamini. So hast du es gemacht. Weißwurst 4. Weißwurst 4. Da kriegst du eine Kette mit Weißwurst. Oh je, das war voll der Stress da. Ja, gib mir mal die Angel. Der ersehnte erste Hecht. Kein Riese, Aber der erste Kontakt mit den Burschen. 67er Pike. Auf die Top Gun, gepaart mit Chachamini, verkürzt, mit Blei. Super. Kein Riese, aber wir freuen uns. Dritte Spezies für Fabi und Matthias. Chapeau! Team Barbecue hat's auf die gleiche Art abgesehen. Bislang bleibt's aber bei Gemüse. Irgendwie läuft der nicht mehr so schön, wenn der voll ist mit Kraut. Nein. Hat deiner Rasseln? Naja. Auch leise. Ja. Aber das ist doch geil mit dieser Vogeldisco im Hintergrund. Ich wollte gerade sagen, schön die Fäschel, gell? Ja. Das gerne mal einer sehen, was für was das sind. Keine Ahnung, aber irgendwas Cooles muss es sein. So wie die singen. Dass ja windstill ist, wie es sagt. Ja, ich hab's gemerkt. Und vor allem, das ist noch die Algenblüte hier, ne? Ja. Fahr zurück. Alles gut, Jung. Alles gut. Komm her. Komm her, mein Baby. Ja. Alles ist gut. Komm her, ja. Alles ist gut. Komm her, Nimm mein doch Freund. einen Fächer. Komm her, mein Freund. Komm her, Komm her, Schätzchen. Ja, bravo. Guck mal. Scheiße, wer war da verhobt? In der Hecke. Mit seinem Halsband, der arme Teufel. Ach Gott allein, komm her. Oh, alles ist cool. Alles ist cool, ich bei uns. Guck mal. Oh, alles ist gut. Alles ist gut. Du brauchst da keinen Stress machen. Pass auf. Pass auf, dem geht's nicht gut, der ist ganz schwach. Der macht das schon eine Zeit lang da unten. Der ist fertig, ne? Der ist fertig, ja. Eule. Pass auf. Komm her, Junge. So schnell kann's schief gehen, gell, mein Freund? Hä? So schnell kann's schief gehen. Das ist alles nur wegen dem Halsband, gell? Und dann steht noch nicht mal eine Adresse drauf. Aber der gehört ja jemandem, der Hund, Ja, oder? klar, logisch, natürlich. Da war ein Zweiter noch dabei, hast du gesehen? Der war am Ja, Ufer der steht doch gestanden. noch hier, der Zweite, und wartet. Ist er da? Ja, geht es? Ja. Ich muss ja. Oh. So. Psst. Ist es dein Junge oder was? Hä? Ist es dein Junge, ja? Okay. Alles gut. Bei Freunde gefunden, ne? Hey. Alles gut, okay. Schöne Zeit, mein Freund. Soll mal anrufen oder was? Komm mal her, ich guck. Anna, das ist ein Öffner für die Haustür. Okay. Anna, Abfahrt. Okay. Ja, hier hängen auch überall Schnüre So. drin. Also, Jungs und Mädels, ihr seht's. Es gibt Wichtigeres wie Angeln. Schade, dass ich die Halsbänder hinter kein Ding gehabt. Ich glaube, dass die zum Hof da hintragen haben, bestimmt. Ja. Der hat ein Ding, der hat so einen Chip gehabt, weißt, so für Türen zu öffnen. Ja. Das hat er am Halsband gehabt. Keine Telefonnummer, kein nichts. Nein. Völlig egal, was in der verbleibenden Zeit noch passiert. Eule und Robert können den Tag heute nicht mehr verlieren. Bevor hier aber noch jemand ein Tränchen verdrückt. Again, come on. Yeah, got it.
small pikey, but I took it 3 times. 3 times. Yeah. Well, it's a fish. We were just discussing, like, we see so many nice lily pads and we couldn't believe that there wouldn't be any fish close to those weed patches, and yeah, apparently there was. This one was actually quite hungry because it literally took the bait three times. Nice little pikey on the new Dalil Bush spinnerbait in combination with a whitefish shed in 9 centimeters. So 2 brand new baits. And they absolutely love them. So a super versatile bait for pike, perch, but also zander. And this is the 5th fish on the board for us. Yes. 69? Yeah. Your favorite number? 69. Tiny one, but who knows? It might be valuable points. Number 5. Scheiße. Das war wahrscheinlich was. Aber mit dem Wind? Weiß ich nichts. Hab sie. Jawohl, ja. Jetzt wird es auf jeden Fall schwer. Ich habe jetzt wahrscheinlich von einem Karpfenangler den Spot hier kaputt gemacht. Ich weiß nicht. Eine Markerboje. Aber ja, weiß auch nicht, wer die da hingemacht hatten soll. Falls jemand verloren hat, kann er bei Mario abholen. Node Tonge. Ich lasse ihn mal da. Hast du gefischt? Wir sind dabei. Okay, läuft gut? Nein. Läuft super. So, bis später. Eigentlich muss ich immer sagen, ich fange eigentlich immer, wenn meine Frau anruft. Du fängst immer, wenn die anruft, ne? Ja. Ja, dann rufst du doch noch mal zurück. Ja, jetzt geht das nicht mehr. So, das letzte Mal beim Teamtreffen auch so. Bam, 48er. Das war dann auch der erste Fisch, den meine Tochter live miterlebt hat. Und auch heute folgt direkt der Einschlag. Wir haben endlich unseren ersten Fisch gefangen. Das ist der kleinste Barsch, den ich je gefangen habe. Schaut mal hinten mal vorbei. Original in diesem Wurf kurz vorher hat es auf jeden Fall ein bisschen krasser gerumst. Wir haben uns jetzt wenigstens mal entschneidet, auch wenn nicht mit Ruhm, aber der erste Fisch ist am Boot. So we're not sure if we're going to use the power hour so far. If the wind drops down, maybe we're going to do some pelagic fishing for zander. But if the weather conditions stay like this, we just continue with fishing with crankbaits for perch and for pike. So yeah, then we not really need the power hour because we don't want to go trolling. It's not our style of fishing. We like to cast. So. Ich habe jetzt gerade noch mal die Farbe gewechselt. Jan hat auch gerade auf so Rot-Gold gefangen. Ich bin jetzt auf ganz Rot gegangen. Eine super Farbe. Das Wasser ist hier ein bisschen klarer im Biesbosch. Deswegen bin ich auf Rot gegangen. Wir haben ein bisschen Sonne, ist ein hoher Kontrast. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass es besser wird. Yeah, at the moment we fish with crankbaits just to get a reaction bite. We fish not too small baits because a small perch of 30 centimeters will not bring us anything. So yeah, we want big perch, so we use quite a big bait. And we try to move a lot and use baits that makes quite a lot of noise. So crankbaits, chatterbaits. And the thing we change quite often now is like the color. We look really to the color of the water. And if the water gets murkier, we use really bright colors or just really dark colors to get the contrast. And in a clear water, you use more like the natural colors, a little bit red, a little bit brown. Weißt du, was ich gerne hätte? Was denn? Boah. Alter. Ist alles gut? Ja. Ich habe irgendwas Dickes hochgehoben und dabei die Rute fallen lassen. Richtig dumm, Alter. Wieder kam was Dickes hoch. Nein, ich habe den so hochgehoben, da hing der auf einmal und dann ist mir die Rute aus der Hand gefallen. Ja, was hättest du gern? Ich hätte gerne noch einen Fisch heute, wo wir das Measureboard aufklappen müssen. Wie viel hat das? 70.
Wird ja wohl gehen. Den Barsch kriege ich. Kann ich ja mit den neuesten News mal rauskommen. Viele haben drauf gewartet. Endlich ist sie da. Die Stroft GTP und dann, Freunde, BC. Und zwar das BC steht für Baitcaster. Und endlich gibt es eine Schnur von Stroft speziell für diese Art der Rollen. Ich persönlich finde sie obergeil. Guckt sie euch an. Vorgestellt wurde sie auf der Angelwelt Berlin, aber mit Sicherheit auch bald in jedem gut sortierten Angelladen. Ich habe die BC, also die Stroft BC auch gefischt. Und ich fische ja eigentlich hauptsächlich Baitcaster und kann direkt sagen, die ist auf jeden Fall sehr rund geflochten, aber hat so eine gewisse Steifigkeit, wodurch die sehr gut auf den BC passt. Also schneidet sich nicht so schnell ein und läuft sehr gut von der Rolle. Und dadurch hast du halt viel weniger Backlash und hast gute Wurfweiten. Ja, und die ist so weich wie die GTPS. Ja, die ist super leise. Ja. Das finde ich so angenehm, dass das nicht so eine sehr robuste, also so eine raue Oberfläche hat, sondern wirklich so eine sehr glatte wie die GTPS. Ich finde sie wirklich cool. Guckt sie euch an. Oh Leute, ich hab keinen Bock mehr auf den Winter. Aus! Schluss! Vorbei! Jetzt kommt der Winterschlussverkauf. Das bedeutet über 4000 Produkte, knallhart bis zu 80% direkt in unserer Sale-Kategorie rabattiert. Wie einst der weise Indianerhäuptling Winter auf dem Wasser sagte: Willst du die wirklich guten Happen, musst du schnell in die Tasten hacken. Nur bis zum 9.3. und nur auf hechtundbarsch.de. Im aktuellen YPC-Boot seht ihr uns ja auf der großen Hornet, auf der Sportangler. Aber hier stelle ich euch mal eins meiner Lieblingsmodelle vor, denn das ist das kleinste Doppelkonsolenboot von Finnwall, was wir hier haben. Natürlich im B1 Custom, 4,70 Meter lang, 1,96 Meter breit. Besonders ist bei dem Boot der Renji-Rumpf, nur ein Tiefgang von knapp 30 cm. Kommt super in Gleiten mit dem 60 PS Honda Motor. Also das ist ein echt starkes Boot, unsinkbar natürlich. Und wer auf dem Boot ganz ohne Scheiben steht, für den haben wir natürlich auch was Richtiges, und zwar bei Paul. Die Finnwall 420 B1 Pro, 4,20 Meter x 1,86 Meter mit wenig Tiefgang, B1 Custom Design, Führerschein frei. Eins meiner liebsten Modelle. Das Boot schiebt nochmal ganz anders. Und zu der Finnwall B1 Pro 420 Tiller gibt es noch einen Kartenplotter im Wert von 1200 € in Kombination mit dem Honda BF15 on top für euch. Ja, und hier zu der Finnwall 470 und dem BF60 gibt es sogar einen Garmin Kartenplotter Fischfinder im Wert von 1849 € gratis dazu. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen. Mögen die Boote performen. Ich glaube, die Hechte, die bereiten sich auf einen großen, oder die Fische bereiten sich auf ein großes Fressen vor. Die Ruhe vor dem Sturm. Ja, ich hab's dir gesagt. Echt toll. Junge, zweiter Wurf mit dem Ding. Ich hab's dir gesagt, mach den drauf, fängst du Fisch. Und wie im Training hat der Mario wieder seine Franse, nenne ich ihn. Einfach Chatterbait ohne Trailer. Und wir hatten jetzt wirklich lange keinen Biss. Er macht ihn dran, ich sag, jetzt startet die Mario Sing One-Man-Show. Zweiter Wurf. Zweiter Wurf Fisch.
Das ist wieder genau wie das. So, zeig mal rein da deine Franse. Auf das fängt Mario Fische ohne Ende, ist unglaublich. Genau so. Gibt's auch, wird auch ein Video, werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, denke ich mal. Inside LMAB-Kanal abchecken. Oh, zeig mal, Junge, dick ist er. Guck mal, wie fett der ist. Da hat wahrscheinlich auch nur noch die Franse reingepasst, der Rest war zu dick gewesen. Junge, der eine Pocke, ey. Ich glaube, ja, leg mal drauf. Upgrade. Upgrade. 74, oder? Also über halb. Ja. Ja. Sauber. So. Würde ich sagen, lassen wir wieder schwimmen. Yes. Jetzt schön Fisch. Hast du gesagt, mach die Franse dran, Junge. Nicht normal. Zweiter Wurf, ich sag's. Nicht normal, diese Fransen. Ich habe mich am Anfang tierisch aufgeregt, warum diese Fransen so lang sind bei diesem Köder. Natürlich kann man sich selber stutzen. Ich dachte mir aber, wenn man sie stutzen muss, dann bringt es ja gar nichts, wenn sie so lang sind. Aber wenn man ihn so fischt wie Mario, ohne Trailer, dann sind diese langen Fransen wiederum perfekt. Deswegen, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, Multivibe 2.0, der hat die passenden Fransen zum, wie eine Fliege eigentlich. Ja. Wie eine Actionfliege. Komm, los, Attacke, mach weiter. So, nochmal. Praxis sind da. Ja, aber kein Biss. Was? War kein Fisch. Doch, aber ich sehe es auf dem Salzkopf. Ach so. Die Praxen sind da. Jedes Mal, wenn die Praxen da sind, liegt immer ein Hecht dabei. Jedes Mal. Schau mal, voll mit Wespen. Schau mal an. Und Hornissen auch, alles. Alles dabei. Ein Haufen. Ist da irgendwo ein Nest, oder? Ist doch verrückt. Boah. Hast du das gesehen? Die war weiß. Das war eine weiße Wespe. Ich muss jetzt hier noch einen großen Fisch fangen. Das kann doch nicht sein. Sollen wir noch mal wechseln oder sollen wir noch ein bisschen hier stehen bleiben? Mir ist es egal. Hier muss einer kommen, oder? Eigentlich ja. Da war ein Picke. Sagst du was nicht im Fernsehen? Was? Sagst du was nicht im Fernsehen? Was, Picke? Ja. Pike? Ja, Fiske kannst du sagen. Fiske? Fiske, aber nicht Ficke. Nein, Picke. Picke. P-I-K-E. Picke wie Pike. Nur weil du so versaute Gedanken hast, musst du das nicht mal auf mich umwälzen hier. Ich muss sagen, ich wäre das. Ich bin nämlich unschuldig an sich. An und für sich. Ich verstehe kein Wort. Ist nicht so schlimm. Alle anderen haben es gehört. Fly away! Thank you. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Nach gefühlten 500 Würfen habe ich den ersten Fisch. Barsch. Das ist auf jeden Fall groß genug fürs Maßband. Er hat sich den Chit-Chat Cheddar reingehauen. Für die 32. Kein Riese, aber immerhin ein Fisch. Wie ihr sehen könnt, hat er diese schwarzen Punkte drauf. Das haben hier manche. Über diese Pünktchen wird immer wieder gerätselt. Es handelt sich dabei um eingekapselte Saugwurmlarven. Ihr eigentliches Ziel sind Wirbeltiere, insbesondere Vögel, in deren Darm die Würmer auswachsen. Eier wiederum gelangen über den Vogelkot ins Wasser, wo die geschlüpften Larven erst einen weiteren Zwischenwirt, meist Weichtiere wie Schnecken, befallen und später dann die Haut von Fischen besiedeln. Kleiner Exkurs, weiter im Text. Normalerweise haben wir um die Jahreszeit richtig viel Bisse und richtig viel Action eigentlich beim Angeln. Aber das ist schon die ganzen letzten Wochen sehr schwierig hier, die Anglerei in den Niederlanden. Und heute erschwert halt der massive Wind und dann auch immer wieder die Regenschauer erschwert es halt auch noch ein bisschen. Und wir müssen halt wirklich für jeden Fisch kämpfen hier.
Aber was wir so übers Leaderboard mitgekriegt haben, sind wir im Game. Also die anderen haben jetzt auch nicht wirklich größere Fische gefangen. Und ja, wir fighten weiter. Und ich hoffe, wir kriegen heute noch einen Ausnahmefisch. Das wäre echt toll. Scan ruhig noch mal, wenn du meinst. Kannst du auch mit dem Benziner machen, dann hol ich rein. Nee, ist gut. Fisch. Groß? Ist nicht groß, nein. Leider nicht. Wo? Geradeaus. Geradeaus da durch. So? Ja. Ja, schick. Wollen wir nicht drauflegen, ne? Ne. Bislang ist die zweite Halbzeit fangmäßig kein Feuerwerk. Zum Glück bietet Stroft auch angelabseitige Unterhaltung. Kinder, passt auf. Da kommen die beiden von Stroft. Du hast schon die Baitcaster, die neue, drauf, ne? Ja, klar. Ja, sicher. Ich sag dir, die Schnur wird der absolute Schnur ist auch echt geil. Changer. Okay, wenn einer gewollt hätte, er hätte gekonnt. Die Chance haben wir ihm gegeben, ja. Ist so. Lass uns hier weg, oder? Ja. Oder aber du wirfst noch mal 10 Minuten weiter, 2 Minuten weiter. Und ich mache in der Zeit mein anderes Spinning wieder parat. Ja, dann mach. Vielleicht sinnvoller, oder? Ja. Fisch. Guter Fisch? Nein, aber egal. Das ist ja trotzdem ein wichtiger. Hier rechts oder links? Junge, gut, dass du Sascha, deine Junge. Route aufbauen wolltest. Ich habe gerade noch gedacht, wenn jetzt einer kommt, das wäre super geil. Und es ist super geil. Sauber, Mann. Und hast du den Kescher? Sascha? Hey, Big, ich hole noch den Handschuh. Nee, halt den Kescher. Achso. Ja, das ist unserer. Ja, genau. 64 Zentimeter. Sauber, Sascha. Yes. Und das ist das Schöne, wenn man so bei sowas mitmacht. So ein 64er Hecht, wo man normalerweise denkt, ach ja, aber jetzt ist es der größte Fisch für mich, den ich fangen wollte. Super cool. Und natürlich darf der jetzt wieder. Aber der ist voll schön gezeichnet. Guck dir mal an, den weißen Bauch und so. Ja, mega gut. Ein Hecht, wie er im Buche steht. Und weg ist er. Auf die Minimaus hier. Super geil. Mini-Beetle in meiner Lieblingsfarbe Flamingo. Cooler Köder und Zielfisch Nummer 3 für Stroft bedeutet Abfahrt. Wow. You caught your first fish of the day. Oh, look at that. Jeez. Too bad that doesn't count, right? You literally got 10 bites. 10 bites, and this is the one that sticks. Yep, fish. Yep. It's a salmon. Nice. Oh, it's fucked off. That was a close call. At least I caught something else than asp, like the Asp King. Not humongous, but not too bad either. Happy to get just one on the board. Yeah. It's good to have another Zander on board. Just need one more perch and then it's really good to go, but still 58. It's not too bad. Not too bad at all. One of the bigger Zanders of today, I think. Yeah. Actually, yeah. Well, let's see if we can get a couple more. Sorry for the bad release. Nice, man. Let's go. That's fish number 6. Yeah. River Day is always a tricky one. You never know what's going to happen, I mean, especially in those it's conditions. way more than we expected it. Exactly. So, you know.
But this is why we came back to the first spot. Just let it rest for a second. And that small little trick what Sean did, I think that's magic. Because changing to a different style of fishing, like a crankbait, that can really make a difference. Hammering the spot non-stop, just give it a little bit of rest, change baits, and then boom. You got 3 fish in a row, man. Fuck, those ass, man. Oh. But the little gravity crank is doing its magic. Perch. Nice perch. Nice dudes. You got this. Easy. It's a nice perch. That's the one we need. Yes! Ooh, gravity twitch does it again. Fuck it, inhale it completely. Yes. We were just talking about it. Getting a 45 centimeter perch would be so nice. This is 45 plus, definitely. It's so fat. Dude, look at the size, man. It's big. It's crazy big. Ooh. Oh, what a beauty. Oh, the fins, man. They're so pretty when you have these orange fins like this. Oh, 45 and a half. That's 46. 46. Boom. 46 centimeters. Nice. That's a lot of points. That's a lot of points. Absolut. Nach Seans erstem Wertungsfisch und nun auch noch diesem Barsch liegt Savage Gear vorn und bereitet der Konkurrenz Kopfzerbrechen. Da, Gott, jetzt haben die einen sehr starken Zander, einen guten Zander, einen sehr starken Barsch. Boah, die Jungs, Alter. So wie es, Alter, die können jetzt wieder Hecht angeln am Großgewässer, ganz gefährlich. Schauen, Hugo. Nein, gut gemacht. Die machen das schon ganz gut, die Boys. Es kommen ja 2 weiter. Aber wir sind auch noch nicht fertig. Wir kommen schon auch noch. 46er Barsch, Junge, jetzt eskaliert es da vorne richtig. Exactly the same bait that I was using last year. The Gravity Twitch 83 medium runner. It's an extremely versatile bait, and I don't know why, but perch, zander, pike, asp, whatever, they just love that little bait. Right now we're fishing more or less on 2.5 meters of depth. So what I do, I crank this one down. Fish. It's a small one. Fish is fish, you never know. Well, so what I do, I crank this one down to the bottom, and then I start twitching, because every single time that bait darts left, right, you get a little bit of a dust cloud. And especially in clear water, the fish go absolutely ballistic, so. Nice, buddy. Another one. It's 22. You monster. 22. Not the fish we're after, but. Hey, I think this is the one that actually resulted in full card. Full card. Nice. Wir haben jetzt noch 1,5 Stunden. Das ist schon ein bisschen die Frage, was man noch macht. Jetzt hört man da Zander, Barsch. Jetzt ist die Frage, angelt man es doch einfach aus? Aber eigentlich das Schlauste ist einfach auszuangeln, glaube ich. Weil wie gesagt, wir können ja auch alle 3 Fischarten fangen, hier beim Driften. Und das irgendwie noch was Neues zu machen. Wir haben noch eine Option, theoretisch Power Hour zu nutzen. Aber ich glaube, es ist besser, wir angeln so aus. Wir haben hier mal kurz geguckt mit dem Scope, da haben wir tatsächlich auch einen riesen Zander gefunden im Fluss. Aber halt auch nur einen in einer Dreiviertelstunde. Es kann auch gut sein, dass man gar keinen findet, und dieser eine hat auch nicht gebissen, deswegen besser einfach angeln. Es sind 2 Köder dauerhaft im Wasser, kann alles passieren. Macht auch mehr Spaß. So, wenn wir hier am Steg vorbei sind, sind wir fast durch mit der Power Hour. Hat fast genauso gut geklappt wie der Rest des Tages. Bitte schalt meinen Kopf aus. So geht's doch, oder? Jetzt sagst du ab. Baby, bitte schalt meinen Kopf aus. Das heißt, Power Hour ist beendet, ne? Ja. Und dann drehen wir jetzt um und fischen den Hafen aus, oder? Ja, da hätte ich mal anfangen, oder? Ja. Der Wind hat jetzt auch gut nachgelassen auf jeden Fall.
Nicht schon um 15 Uhr, wie wir dachten, sondern erst um 16:30 oder so. Ja, dann ist der andere nicht weg. Du siehst, das war da oben die Kurve, Ja, die schützt. ja. Aber besser auf jeden Fall wie vorher. Also heute Abend würde ich hier auf jeden Fall aber noch mal hinkommen. Was meinst du? Dass wir auf jeden Fall noch die 2-3 Stellen machen. Und dann müssen wir uns noch mal unterhalten wegen der Power Hour. Vielleicht die letzte Stunde, dass Vielleicht nutzen wir die Power Hour auch einfach, um die Fische mit dem Live zu suchen. Das können wir auch. Oder halb-halb. Dürfen ja beides. Dürfen ja theoretisch dann das schleppen und suchen oder leuchten. Das klingt doch ein wenig nach Verzweiflungstat. Für Marco und Norman wird die Luft langsam dünn. Bei LMAB ist der Druck zwar raus, langsam könnte aber auch mal wieder ein Fisch im Boot landen. Jetzt hatte ich einen Biss, Leute. Genau an der Buhne. Ich habe absinken lassen. War wahrscheinlich auch wieder ein Hecht. Aber man weiß es nicht sicher. Vielleicht war da ein Zander an den Steinen dran. Ja. Abfahrt. Abbruch Teil 3. Abbruch dies, 10. Wir wechseln nochmal Spot. Wir gucken, ob wir noch einen kleinen Halt auf dem Weg machen. Kommt ein bisschen drauf an, ob der Platz frei ist. Weil da stand heute schon mal ein Boot. Und sonst fahren wir dahin, wo wir angefangen haben zu Hechtangeln. Und machen nochmal. Zeit läuft. Hemmersch, Hastring einer. So we just made quite a big move. We moved up, I think, 10 kilometers to the other side of the Beach Balls area. The area where we were fishing with a lot of boats, and we had not so many bites down there, and all the other spots I know were taken. So we decided to make a longer move, and we're now gonna spot hop, fish every spot 5-10 minutes, and then we move again to the next spot. Just see if there's one where there's some more fish on that are a little bit more active. Also, ja, Hornissen kommen auch noch. Überall Heckhilfe. Und wir lachen noch. Und sagen, schlimmer kann es nicht mehr werden. Nee, klar, jetzt kommen Jetzt kommt auch nichts. Webs und Hornissen. Bei Hechtfischen bei 40 Knoten. Ja, das ist doch nicht normal. Wir bringen es nicht auf die Reihe, aber die fliegen ganz cool. Ganz normal. Ah ja. Ich hoffe, dass die heiße Phase kommt. Immer nicht. Zumindest mal eine windstille Phase. Oder windstill ist gut, aber im Vergleich windstill. Und eine trockene Phase. Jetzt habe ich was gefangen. Eieiei. Das kann doch nicht sein, Junge, mit einem Chatterbait. Wie kannst du da einen Hänger haben? Pass auf, vor dir noch mehr. Ja, aber ich krieg nicht raus. Versuch mal von der anderen Seite. Jetzt. Ich war unten runter. So, hier ist auch noch einer vor uns, ne? Ja. Danke, Sashi. Was ist wohl das Gelbe da an dem Baum? Meinst du Pilz? Pilz, ja. Sieht krass aus, ne? Könnte auch Bienenstock sein, das Honig alles. Ja. Ist überfüllt schon. Nein, so künstliches Vogelhaus oder so eine Scheiße. Könntest du ja auch sein. Nee, es ist... Also wir fangen die Power Hour an, weil es uns langweilig ist. Eine Stunde haben wir noch. Geh mal schneller vor, Fabi. Weil da kommt ein Boot geschossen hinter mir. Und ich denke mir, seid blöd. Blöd muss ich nicht sein, dass wir uns den Platz nehmen. Von denen hat man noch gar nichts gehört. Ja, die Gruppe hört man nicht. Man hört nur unsere Gruppe. Obwohl die heute auch fischen, hört man von denen nichts eigentlich. Jetzt gucken wir einfach mal, was hier geht. Geile Farbe. Gerade hier in Holland. Ich glaube, Chili Cheese heißt die. Ist natürlich absoluter Favorite von Luis und von mir inzwischen auch. Das wird ein schöner Zander sein auf den Prototyp.
Sehr schön. Das war ein guter war ein Kescherjob, sorry. Ah, ja! Entschneidert. Ja, auch kein Monster, aber immerhin. Finally. Junge, hat das lange gedauert. Und ich habe schön daneben gekechert. Oh je. Geht der kleine Bursche mal rein. Ist jetzt kein Riese, aber immerhin endlich mal Fisch. Schön. Unser Prototyp, der hat noch keinen Namen. Vielleicht ist er dann auf dem Markt mit Namen. War Kampfsprung Rauschen. Was ist das? So was habe ich noch nie erlebt. Das ist doch nicht wahr, Marco. Das hast du jetzt nicht gemacht. Wie kann man denn so viel Pech an einem Tag haben? Also ich habe mich jetzt so gefreut über den Fisch, aber also das... Junge. Aber es ist auf Kamera, wir haben Fisch gefangen. Pech ist hier vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Dabei hatte der arme Marco ja durchaus edle Absichten. Ich dachte, da hing ein Köder, das sah aus wie ein Skirted Jig oder sowas. Ich wollte es abmachen. Aber Alter, mach dir einen Jig drauf und Jig in der Strömung. Fang einfach noch einen. Hätte nicht noch 2 Sekunden warten können damit? Weißt du, wenn du so schon 3, 4 Fische drin hast, ja, dann ist es alles. Dann ist es egal, aber so. Oh. Ich habe gedacht, der hätte im Bauch einen kleinen Skirted Jig hängen oder so. Aber der wollte ganz schnell wieder schwimmen gehen, du. Oh Mann. Passiert dem Besten, du. Ich habe mich richtig gefreut. Ich denke so, oh, jetzt geht's los. 1,5 Stunden vor Schluss. Ergo, nächstes Mal messen wir ganz unten. Ja. Wie viele Wespen hier rumfliegen. Wenigstens noch einen aufs Scoreboard kriegen. Dass wir wenigstens morgen die Full Cut erreichen können. Fisch. Ja? Ja, Fisch. Kleiner Barsch, aber könnte. Nee, ist er nicht, oder? Schau mal lieber. Schau mal lieber, Quint. Mach mal. Ah ja. Der hat sogar 26,5. Ist halt 27. Gut. Und tschüss. Fisch. Gut. Besserer. Besser. Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja, langsam. Ja. Das sieht sauber aus. Und ja. Super gemacht. Prima. Sauber, Junge. Also. Dutch Craw. Dutch Craw. Ein YPC Special. Was hat er gemacht? 37,5 sind dann 38. Pantera, Dutch Craw, immer. Den magst du gerne, gell? Den mag ich gerne jetzt. Also. Route Innovation M. Das ist für mich die perfekte Carolina-Route. Das ist 21 Gramm. Mehr sensibel geht's nicht. Machen wir weiter. Weiter. Hoppala. Und tschüss. So etwas gab's noch nie. Das Design wirklich krass. Die Aktion perfekt für den Endgegner. Die Rolle super smooth und direkt vorgespult. Das Hardcase richtig edel. Die Solution Start Kombos jetzt für Hecht, Barsch und Zander. Perfekt abgestimmte Komponenten und das für nur 119,99. Ideal
für Angeleinsteiger, aber auch preisbewusste Angler. Eine bessere Preis-Leistung? Unmöglich. Matched to Catch, die neue Solution Start Combo. Ha? Mini. Ja. Mini, komm. Oh, Achtung. Mini Zander. Ja, stehen. Du musst den cashern. Wenn du drauf Krieg mir stehst. Ärger. Petri Heil, Robert. Dankeschön. Schneiderfrei. Also immerhin ein kleiner Fisch, aber das ist na klar nicht die Zielgröße. Deswegen darf der sofort zurück. Und wieder, wenn du groß bist. Und verrot uns nicht, du Lump. Bitte? Und verrot uns nicht, du Lump, habe ich gesagt. Immerhin ein Fisch. Ah ja, sag ich doch, Alter, sehr geil. Leute, beim nächsten Spot angekommen. Sehen wir Team Savage hier. Ich glaube, die sind 100 Meter, die haben 100 Meter Abstand zu uns. Deswegen dürfen wir hier jetzt angeln. Ich glaube, die sind auch auf Anker. Wir sehen es gleich, wenn die zu uns her driften, dann hauen wir ab. Da wollen wir uns dann nicht in den Weg reinstellen. Wir machen jetzt hier ein paar Würfe, hier ist eine Hafeneinfahrt zu den Steinen hin. Vielleicht steht hier ein Barsch oder ein Zander. Schnappe ich mir jetzt auch ein Twitchbait. Wir machen ganz schnell, weil wie gesagt, wenn die Jungs driften, dann hauen wir ab. Neue Flashwipe-Farbe, Baby Perch, sieht richtig geil aus. Hier im klaren Wasser. Probieren wir mal, wie an den Steinen ein Barschfresser steht. Direkt allererster Wurf. Viel Biss. Echt zo'n duidelijk. Wieder? Oder ist Prassen da? Nur schlimmer. It's clearly a bite. Tap, tap, boom. He got like 15 bites today. It's crazy, man. Reach. Right in the dirt. Fragen wir auch, was die machen. Die Verwirrtaktik. Wir fahren jetzt sowieso weg von hier, Mesh. Na, ob das mal nicht die falsche Entscheidung ist? There's more birds. Dude, look at that. There's several following. When you're gonna try and get the You other saw that? There were like 2 or 3 more perch. Really? Literally. Yeah. Nice. Oh, that's another 40 plus. Oh yes. I'm gonna try and get the other ones. Yeah, go for it. Yes. I just love my little gravity twitch. What a slop. I think this one is bigger than the previous one. You think? Yeah. It looks bigger, man. Look at that. Nice. Well done. This one. Slightly bigger. 46 and a half, so that makes 40 stuff. 47. I'm gonna quickly try to get the other one. 47 centimeters. Stunning fish. Oh yes. Erst 92, jetzt 94 Barschzähler. Dazu der starke Zander und alle Zielfische in doppelter Ausführung. Es sieht sehr danach aus, als ginge Savage Gear mit Riesenvorteil in den Lake Day. Hycho ist zudem klarer Favorit auf den heutigen Fisherman of the Match. Wir werfen einen Blick auf sein Gerät der Wahl. Usually I tend to use a 2 meter 10 rod, but
due to a little bit of a breakage fail, I switched to a 2m40, and this is an all black version, which is hard to see, but this is the brand new Savage Gear Tactical Rod Series. So right now 2m43 and casting weight up to 45 gram. Extremely versatile, so you can use this one for jigging, casting, twitch baits, chatterbaits, whatever. And phenomenal. So let's continue. Da ist ein versunkenes Boot. Ja, man erkennt die Form. Zoom doch mal ran. Ah, okay. Das war ein bisschen sehr zu viel. Ja, zu sehr gezoomt. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Der letzte Spot des Tages. 45 Minuten haben wir noch. Jetzt noch ein dickes Zander. Das wäre... Oh. Gib mal die Dacia-Route bitte. Heute angeln wir bis 8 Uhr, so leicht in die Dämmerung rein schon. Oder gut, Dämmerung, Sonnenuntergang, eine Viertelstunde später, es wird schon so dämmerig. Und das ist natürlich immer eine gute Zeit. Und ja, leider haben wir das natürlich nie trainiert. Also wir haben jetzt keinen Spot, wo wir wissen, dass der zur Dämmerung hin richtig läuft. Aber wir hoffen einfach auch, dass die großen Hechte ein bisschen aktiver werden. Deswegen nehme ich jetzt auch noch mal einen gescheiten Köder her. Erstmal. Und ja, ein dicker Hecht wäre perfekt. Und oftmals ist es der letzte Wurf. Und bei Eule weiß ich, der kann so Granaten rausbrettern. Deswegen ist das Vertrauen, dass da heute noch was passiert. Ja, das wird jetzt der letzte Spot, Alter. Und dann penetrieren wir so hart. Guck mal, es geht jetzt Richtung Dämmerung. Ich habe jetzt keinen... Also die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben. Aber Marco, jetzt kommt so langsam die Tageszeit, die wir auch mögen, oder? So die Dämmerungszeit. Dann, ja, ich gucke gerade, das mag die gesamte Gruppe, ne? Ja? Das mag die gesamte Gruppe, sehe ich gerade hier. Warum? Außer wir scheinbar. Fangen sie alle? Ja, Bimbarsch, Savage Gear Barsch. Aber wenn jetzt ist Dämmerung und Live-Technik, also wenn wir da nichts fangen, dann können wir aber einpacken. Boah, sag das nicht, Alter. Das ist kein gutes Omen. Fisch. Ein guter? Nee. Wo ist der Käse? Bei mir. Nee. Oh, hast du der hinterher geschwommen? Echt? Nicht? Nee. Doch. Keine. Ernsthaft? Ernst gemeint, ja? Nicht? Die hat ja gleich mal hat sie gleich wegnehmen wollen. Okay. Okay, jetzt muss man was machen. Wie lange haben wir noch? Halbe Stunde noch, oder? Ja. Knappe halbe Stunde. Fahren wir zum Eingang, oder? Ja, würde ich auch sagen, oder? Sonst habe ich keine Idee. Oder wir fischen da den Eingang. Keine Idee, wirklich. Ja, das Einzige, was wir machen könnten, ist, dass wir den Eingang vom Hafen, das alles ab Chatter, Twitch, keine Ahnung, was auch immer, weil da steht bestimmt immer ein Hecht. Zander wäre mir lieber. Dann los. Okay. Los geht's. Ja. Scheint aber kein schlechter Fisch zu sein. So, da haben wir den Zander doch. Boah, war das eine Geburt. Junge, ja. Warte, jetzt darf ich nicht fallen? Darf ich ihn nicht fallen lassen, ne? Der ist aber die gleiche Größe wie eben. So, jetzt halte ich ihn aber auch richtig fest, damit bloß nichts passiert. So. Dann legen wir mal drauf. Ja, Mini-Zander. Ich hoffe, der hat Maß, aber sollte eigentlich so an die 45 sein. Ja, der hat 48, 48,5, 49. Ne? Okay, den haben wir schon mal. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Zumindest den tue ich wieder rein. Der geht wieder schwimmen. Sehr gut. Ja, das freut mich. Noch schöner wäre gewesen, wenn wir den zweiten schon gehabt hätten. Aber ich meine, wir haben eine Dreiviertelstunde ungefähr, 50 Minuten. Wäre super, wenn wir noch einen Barsch kriegen würden. Und zum Köder ganz kurz.
Ich hatte die ganze Zeit 18 Gramm gefischt und habe gedacht, oh, das ist vielleicht ein bisschen schwer. Jetzt habe ich 14 Gramm dran gemacht. Ich weiß nicht, war der erste oder zweite Wurf. Ja. Und ich glaube, mit dem mache ich jetzt auch erstmal weiter. Manchmal fehlen Nuancen oder eben ein fester Griff. Plötzlich ist die Lage für Norman und Marco aber längst nicht mehr so aussichtslos, zumal sich hier in den letzten Minuten noch einmal ein Beißfenster aufzutun scheint. Kein Upgrade, oder Hecht? Ja. Also ganz kurz ist er nicht, oder? Ja, ja. That's no upgrade, my friend. Soll ich ihn trotzdem keschern? Ist mit ihm. Nee, ich nehme ihn so. Der Hechtspot, Junge, der liefert noch. Ohne Ende. Oh, hopp. Ja, Quick Release. Quick Release. Aber immer noch. Na gut, bei unserer nachmittaglichen Vorstellung hätte man den auch vor die Kamera bringen. Fransenköder. Ja, aber liefert. Einfach mal Chatterbait ohne Trailer probieren. Was soll ich sagen? Oh, bisschen verdreht. Herr Mesch, wir haben doch gerade gesagt, abends werden die großen Hechte aktiv. Hast du wieder nicht aufgepasst? Ja, ich wollte nur noch mal einen für die Kamera, aber der hat jetzt auch noch mal abgeschüttelt. Ich bin ja bemüht. Ich bin ja bemüht. Wie im Zeugen stets bemüht. Ja gut, stets bemüht ist Zeugen. Hat aber auch nichts gebracht. Stets bemüht. War immer stets bemüht bei der Sache. Sagst mir Bescheid, ne? Wenn ich mach's selber. Hab ich. Was soll die sein? Barsch, angeblich. Gib mir Hümmelchen, bitte. Hier Barsch fängt, Alter, weiß ich auch noch nicht. Meinst du es schlecht? Boah, sieht komisch aus hier. Fühlt ja komisch an. Also weil, wie gesagt, ich habe eh nichts übrig für Flussangeln. Das ist irgendwie alles ein bisschen. Ist nicht meine Angelei. So ein komischen Dingen hier drin. Ja, Fisch. Laber doch nicht. Wie gesagt, die Zander sind jetzt die Zanderroute genommen. Wusste ich ja nicht. Brauchst du irgendwas? Zange wäre geil. Kleine? Ja, Fisch. Perfekter Fisch. Und wir sind hier bei 52. Upgrade. Okay. Guck mal, Marco, extra für dich. Was? Der Sonnenuntergang. Ja. Den hast du dir verdient. Jetzt schauen wir nochmal mit dem Crankbait in der Flussmitte auf dem Live. Sehen wir da einige Fische. Fisch! Oh, ein kleiner wieder. Oh, und ab. Ach, Leute, da war er. Kleiner Hecht, kein Upgrade, deswegen nicht so schlimm. Eigentlich ganz gut, geht ein bisschen schneller so. Aber ja, ein Lebenszeichen von LMAW, wir sind auch noch da. Ja. Oh. Fisch. You got it? Ja. Wie ist das an? Alarm. Jetzt haben wir den Zander. 52. Zander am Abend, das müssen wir ganz schnell machen. Da kommt bestimmt noch mal einer. Fish. Wow. Big one. Big one. Nimm them. Freundchen. Oh, sieht aus. Sieht aus wie eine Welt, mein Freund. Fish. I think it's perch.
Katz. Miau, miau. Und ein Riesenhecht auch. Sieht sich. Doch. Man weiß es nie. Aber es sieht ein bisschen nach einer Katze aus. Ja, wir haben noch drüber gesprochen. Du, sieht ein bisschen wie eine Katze aus. Die versaut uns die letzten 20 Minuten da. Oh. Next perch. Small one, but Close call. that's a close call. I'll leave it over here for you. But it was hooked on the treble. Oh, really? Yeah, absolutely. And that's exactly the reason why I added that small little treble. Because those small fish, they tend to just miss that big hook, and that small little treble can actually make a difference. And it isn't a net. What was the smallest perch? 37. 37? Yeah. Ja? Ja. Soll ich zu dir kommen? Oder musst du zu mir? Weiß ich noch nicht. Schön auf dem Jigster. Ja, dann. Es wird wieder so ein Zander sein. Siehst du die Schnur? Ja. Aber du musst vielleicht zu mir kommen. Je, bis zum letzten Moment. Ich fisch so lange noch ein bisschen, gell? Sagst mir dann, wenn du so weit bist. 34 and a half, so too small, but at least another fish. Ja, der geht jetzt hier zum Boot, zum Motor. Marco, der ist unterm Boot jetzt. Da ist ein dicker Zander. So. Jawohl! So, machst du das eben? Ich angel schnell weiter. Wir haben nämlich nur 5 Minuten. Oh. Sehr geil. Also, ich sag mal, das war jetzt aber Timing, du. Das war Timing. Besser könnte es nicht sein. So. Mega. Fertig. Oh, tut dieser Fisch gut jetzt. Boah, ist der lediert. Noch eine halbe Flosse. Da sind wir bei 62,6, 63 Zentimeter. Jawohl. Sehr wichtiger Fisch. Schön. Oh, tut der gut, jetzt so kurz vorm Feierabend. Wir haben uns echt Sorgen gemacht. Wow. Vielleicht kriegen wir noch einen. Das bedeutet, wir können noch die Fullcard kriegen. Mann, ich bin mega happy nach diesem Fauxpas vorhin. Aber wir erzählen gleich weiter. Vielleicht kriegen wir noch einen. Fisch. Nein, verloren. Nein. Zander. Das war ein Zander. Die voll versaut. Super. Es war wirklich ein langer Tag, muss ich doch schon sagen. So. Eule. Jo. Jo. Da haben wir uns mal so richtig verzockt, ne? Heißt jetzt tatsächlich kein Fisch auf der Karte, keine Chance mehr eine Fullcard zu machen. Das ist schon scheiße frustrierend, ne? Für 8 Stunden hier rumballern. Eule, jetzt essen wir was Geiles und machen uns einen gemütlichen Tag. Und morgen haben wir Zeit zum bunten Lecken, oder? So ist es, genau. Erstmal schön Bubu machen. Eule trotzdem.
Schöner Tag. Ja. Schlage ein, mein Freund. Haben wir doch gar nicht so schlecht gemacht. Gar nicht so schlecht, oder? So schlecht sieht es gar nicht aus. Ja, ich würde sagen, wir haben extrem stark angefangen, stark nachgelassen, aber konstant stark auf jeden Fall. Egal in welche Richtung. Egal in welche Richtung. Ja, ich würde sagen, Lake Day haben wir ein bisschen was zu tun. Wir brauchen auf jeden Fall 2 Zander, aber auch noch ein paar Kickerfische. Ja. Ich hoffe, ihr drückt uns die Daumen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein beim YPC Boat. Wir sind raus, am Mesh. Schönen Abend. Ciao. I think we did pretty well, especially when I compared our results to the rest of the teams. Yeah. We have some decent fish on the board, and I think that's most important, especially those perch. Yeah, really nice work on the twitch bait, man. Superb. And those perch are gonna help us tomorrow because we don't have to focus on the perch, so we can do our big fight game tomorrow. That's where I count on you, man. Yeah, well, it's gonna be a nice show tomorrow. Nice. Thanks for watching, guys. Thanks for watching. Gut gemacht, Junge. Sauber gemacht. Das ist jetzt Ende von dieser Folge. Danke fürs Zuschauen. War ein wirklich harter Tag. Sehr harter Tag. Aber der bayerische Bauer hat es gut gemacht. Und morgen geht es dann weiter. Da ist der Schwab dran. Da ist der Schwab vielleicht dran. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ja, wir sehen uns am Seetag wieder. Wir haben auf jeden Fall unser Minimalziel erreicht, dass wir Minimum 2 Fische fangen. 2 Hechte, 1 Zander, 1 Barsch. Damit müssen wir uns heute zufrieden geben. Oh shit, ich denke einfach Fisch. Jetzt habe ich noch einen Hänger auf den letzten Wurf. Und ich löse jetzt meinen Hänger. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja Leute, was soll man denn sagen, ey? Was war denn das für ein Comeback jetzt zum Ende hin? In der Nachspielzeit haben wir unsere Ehre noch gerettet, ne? Sagen wir mal so. Also, ja. Bis dann. Auf morgen. So, das war unser Tag. Wir haben unser Bestes gegeben. Es gab einige Fische, nichts Weltbewegendes, aber wir haben eine Basis geschaffen und in der nächsten Folge von Gruppe C seht ihr, wie wir auf dem Volkrad sind. Und zu dieser Jahreszeit ist das mein Lieblingsgewässer. Dennis? Sonstige Jahr ist meins. Das restliche Jahr ist es sein Lieblingsgewässer. Also, schaltet wieder ein, Gruppe C, Team Stroft. Tschüss. Ja, Leute. Bislang finden sich hier noch keine unschlagbaren Fische auf dem Board. Trotzdem fand ich den River Day in Gruppe C unterhaltsam. Und die außerplanmäßige Abendstimmung hat ihren Teil dazu beigetragen. Hyre und Sean gehen als klare Favoriten in den zweiten Angeltag. Entschieden ist aber wirklich noch gar nichts. LMAB geht zuversichtlich aufs Großgewässer. Stroft, BIM und Shimano haben dank der bisherigen Fänge einen relativ großen taktischen Spielraum und Lure Junks hat sich im letzten Moment doch noch die Chance auf die Fullcard bewahrt. Für Eule und Robert wiederum geht's an Tag 2 sehr wahrscheinlich nur noch um die Ehre. Und vielleicht klappt's ja immerhin noch mit einem echten Ausnahmefisch. Das Karma-Konto dürfte nach dem heutigen Tag jedenfalls gut gefüllt sein. Kommende Woche geht's hier aber weiter mit Gruppe D, die ebenfalls auf dem Fluss beginnt. Euch erwartet ein ausgewogener Mix aus jung und nicht mehr ganz so jung, YPC-Veteranen und vielversprechenden Neulingen. Nächsten Sonntag, Punkt 18 Uhr. Und schaut doch vorher mal auf einen virtuellen Bummel bei uns im Shop vorbei. Ach ja, ciao.